Hallo Bosco. Hallo Rebecca. Heute machen wir einfach nur ein paar Übungsaufgaben zur ersten binomischen Formel vorwärts. Unser Erklärvideo ist ja schon online, da könnt ihr schauen, wie das genau funktioniert. Und heute üben wir einfach nur ein paar Aufgaben. Genau, hier sind die Aufgaben. Ihr drückt auf Pause, schreibt sie ab und rechnet sie erstmal alleine. Ja, und am Ende des Videos blenden wir die Lösungen ein. Genau. Gut. Erste Aufgabe. Hier quadrieren wir das x zu x hoch 2. Auf der rechten Seite die 8 mal 8 sind 64. Da es eine erste binomische Formel ist, übernehmen wir das Pluszeichen hier vorne. Hinten steht sowieso immer ein Plus. Ja. Und dann haben wir 2 mal x sind 2x mal 8 sind 16x. Sehr schön. Fertig. Gut. Zweite. Naja, erste binomische Formel, aber die zweite Aufgabe. Ja. Ja. AB mal AB sind AB hoch 2. Denk mal genau nach, Bosco. Wenn du das so schreibst, a b hoch 2, dann denkt ein Mathematiker, dass du nur das b doppelt da stehen hast. Also das würde dann bedeuten a mal b. Aber du willst ja sagen a mal a mal b. Ja. Also? Ein a hoch 2 und b hoch 2. Genau, beide Variablen müssen das hoch 2 abbekommen. Ja. Plus 2 mal AB sind 2AB, mal 4 sind 8AB. Ja. Und auf der rechten Seite steht dann 4 mal 4 sind 16, plus 16. Genau. Weiter? Ja. 0,5 mal 0,5. Ach je, sind 2,5. Nein. 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 0. Also es gibt zwei Möglichkeiten, das zu rechnen. Ja. 0,5 ist ja die Hälfte und 0,5 mal 0,5 ist die Hälfte von der Hälfte. Die Hälfte von der Hälfte. Was ist die Hälfte von der Hälfte? 0,25. Genau, ein Viertel, also 0,25. Aha. Ja. Entweder du machst das so oder du denkst dir erstmal die Kommas weg, rechnest 5 mal 5 sind... Ja, 25, das hatte ich vor. Ja, und vorher hattest du ja 2 Stellen hinterm Komma, nämlich die eine 5 war hinterm Komma und die andere 5 war hinterm Komma. Das heißt, du brauchst jetzt 1 plus 1, 2 Stellen hinterm Komma, deswegen 0,25. Ja, okay, verstanden. Also 0,25, dann plus. In der Mitte habe ich 2 mal 0,5. Also 2 mal ein halbes, genau, 2 halbe ist ein Ganzes. Ist 1 und 1 mal 3b sind 3b. Ja. So, und rechts habe ich dann 3b mal 3b sind 9b hoch 2. Gut. Okay, nächste Aufgabe. xy mal xy. Jetzt muss ich wieder aufpassen, sind x hoch 2, y hoch 2. Genau, jedes bekommt ein hoch 2er. Dann habe ich 2 mal xy sind 2xy, mal 6x sind 12x hoch 2y. Plus 6 mal 6 sind 36, 36x hoch 2. Ja. Jetzt bin ich nicht reingefallen. So, aber was haben wir denn da? Ist das jetzt die erste oder zweite binomische Formel? Da ist ja noch ein Minus mit drin. Ja. Entweder du sagst, es ist die erste binomische Formel und musst dann aber deine Vorzeichen selber ausrechnen, statt sie von der Formel abzuschreiben. Oder du löst diese Klammer auf, die innen drin steht. Dann hättest du einfach nur, Klammer auf, a minus 9, Klammer zu zum Quadrat. Das wäre die gleiche Aufgabe. Wir haben nämlich einfach nur die Plusklammer in der Mitte aufgelöst. Und dann wäre es die zweite binomische Formel. Also du kannst eigentlich wählen, wie du es rechnest. Eine Plusklammer auflösen war, Klammer einfach weglassen. Ja, und das Pluszeichen weglassen. Und das Pluszeichen. Dann habe ich die a minus 9. Ah ja, okay. So, was soll ich jetzt machen? Entscheiden, welchen Weg du wählst. Ich wähle den schweren Weg. Vorzeichen selber ausrechnen. Vorzeichen selber ausrechnen. Ja, dann mach mal. Also haben wir hier a mal a sind a hoch 2. Gut, da passiert ja schon mal nichts Schlimmes. Da passiert schon mal nichts. So. Die Mitte rechne ich aus, indem ich 2 mal a rechne, das sind 2a. Und 2a mal minus 9 sind dann
minus 18a. Ja, genau. Ja, weil Plus mal Minus ergibt Minus. Ha. Und auf der rechten Seite habe ich 9 mal 9 sind 81. Nee, eben nicht. Du hast dann minus 9 mal minus 9. Und dann musst du eben Minus mal Minus rechnen, ergibt? Plus. Ja. Also es gibt auch plus 81, das hast du eben gesagt, aber man muss dann in dem Fall das Minus mal Minus selber ausrechnen. Dann steht nicht automatisch das Plus. Okay. Ja. Ja. Reicht? Ja. Gut. Gut. Hier sind nochmal alle Ergebnisse. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die alle richtig hattet. Ja, macht mal. Ich hatte sie. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.